Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute bei BMW in München und ich habe heute für euch ein Ausstellungsstück dabei und zwar ist es der BMW iX3 und zwar das Facelift und genau das möchte ich euch heute zeigen. Falls euch dazu alles interessiert, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wie ihr schon richtig seht, ich darf ihn heute leider nicht fahren, aber ich darf euch trotzdem alles dazu erzählen. Heißt, wir werden die Optik anschauen. Wir werden über den Motor sprechen, über den Innenraum, über den Kofferraum und auch über das Laden. Falls ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran und dann schauen wir uns den erstmal gemeinsam an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Warum ist es besonders gut jetzt hier fürs Leasing? Weil wir hier ein Elektroauto haben und ihr von einer Förderung von bis zu 10.000 € profitiert oder einer Dienstwagensteuer von 0,25%. Ob ihr das jetzt hier beim iX3 bekommt oder nicht, erzähle ich euch am Ende dieses Videos. Dazu müsst ihr jetzt aber dranbleiben. Und erstmal sprechen wir jetzt hier über die Ausstattungsvarianten. Änderung jetzt an dem Facelift ist, dass das M-Sport-Paket immer Serie ist und ihr habt jetzt zwei Ausstattungsvarianten. Und zwar ist es einmal Impressive und einmal Inspiring. Hier haben wir jetzt die größere Ausstattungsvariante, die logischerweise Impressive, also eindrucksvoll ist. Und was hat sich jetzt hier geändert? Vor allem an der Front sehr viel. Die Niere ist nämlich größer geworden, genauso wie auch beim X3. Die hat sich jetzt hier im Innenleben nicht verändert, ist aber in der Höhe ein bisschen gewachsen. Und was jetzt interessant ist, wir bekommen dieses Blau-Element nämlich auch optional, falls ihr das nicht so schön findet, in einem Frozen Grey. Auch dieses Blau-Element bekommt ihr jetzt in einem Schwarz und an der Front hat sich vor allem jetzt eben der Stoßfänger verändert. Quasi alles, was ihr hier vorne seht, ist jetzt anders, sieht ein bisschen sportlicher aus, hat aber auch weniger Ecken und Kanten, ist dadurch ein bisschen flacher, für mich erwachsener geworden. Auch die Leuchten sind jetzt flacher geworden, 1 cm, bisschen schmaler und serienmäßig bekommt ihr jetzt hier adaptives LED-Licht, optional eben das Laserlicht, hier haben wir jetzt das adaptive LED-Licht. Wenn wir uns jetzt die Front angesehen haben, würde ich mit euch gerne ins Profil gehen und dann sprechen wir über die Maße. Der ist 4,73 Meter lang, 1,67 Meter hoch und 1,89 Meter breit, hat also kompakte Ausmaße und Wettbewerber wären beispielsweise das Tesla Model Y, der Audi Q4 e-tron, der Skoda Enyaq, haben wir euch alle bei uns auf dem Kanal vorgestellt. Also es ist ein praktisches Auto, was viel Platz mit sich bringt, aber eben auch genug Reichweite hat. Der Akku, fast 74 Kilowattstunden, sitzt jetzt hier unten im Unterboden und hat eine Reichweite von ungefähr 460 Kilometer nach WLTP. Laden könnt ihr ihn dann hier hinten, da sprechen wir vielleicht auch gleich drüber, machen wir jetzt hier gemeinsam auf. AC laden könnt ihr den jetzt mit bis zu 11 kW, dann ist er in 7,5 Stunden von 0 auf 100% voll. Heißt, ihr könnt ihn auf jeden Fall entspannt über Nacht laden. Da funktioniert es dann. Ihr könnt ihn aber auch DC laden mit bis zu 150 kW. Mache ich euch auch mal auf. Mit 150 kW braucht ihr dann 32 Minuten von 10 auf 80% und in 10 Minuten habt ihr dann eben 100 Kilometer Reichweite. Jetzt mache ich das mal wieder hier zu und jetzt sprechen wir vielleicht noch über die Optik hier an der Seite. Beziehungsweise, der ist jetzt immer Heck angetrieben, heißt hier hinten ist der Elektromotor, den gibt es nicht als Allradvariante und ihr habt jetzt hier auch eine Anhängelast von 750 Kilo. Das ist nicht so viel, aber zumindest für Fahrräder, für zwei ausreichend. Ihr habt jetzt hier serienmäßig 19 Zoll, optional die 20 Zoll Felgen, die haben jetzt hier so eine aerodynamische Form. Heißt, sie sind teilweise geschlossen und dadurch eben besser für den CW-Wert. Der CW-Wert liegt jetzt hier übrigens bei 0,26. An der Seite hier jetzt nochmal das M. Hier dann auch nochmal so ein kleines sportliches Element. Wie gesagt, das ist jetzt alles serienmäßig und ihr habt jetzt hier keine Plastikbeplankung, sondern alles lackiert. Heißt, es sieht einfach nochmal ein bisschen edler aus und eben nicht zu SUV, sondern eben ein bisschen schicker, was ich sehr gut finde. Spiegelkappen sind auch sehr groß, könnt ihr gut raussehen. Hier an der Seite habt ihr jetzt auch ein schwarzes Element bzw. ein dunkles Element und kein silbernes Element. Und wenn wir uns jetzt gemeinsam das Heck anschauen, läuft Jan vielleicht mal darüber und ich erzähle euch noch, dass ihr hier jetzt immer serienmäßig auch noch das Glasschiebe-Panoramadach habt. Schauen wir uns dann gleich noch von innen an. Hier habt ihr dann auch noch mal so zwei Dachreling. Und jetzt schauen wir uns das Heck an. Sehr schöne Rückleuchte,
sehr dreidimensional, einmal hier um die Ecke geformt, genauso wie auch beim X3 in der Mitte dann das BMW-Logo. Immer blau umrandet, das könnt ihr nicht abwählen, finde ich aber ganz schick. iX3 steht dann hier drauf und ihr habt jetzt hier beim Diffusor nochmal viel schwarze Farben und ihr seht auch diese blauen Embleme hier, die so anstelle eben von den Endrohren da sind, die könnt ihr eben auch in einem Schwarz noch wegkonfigurieren, falls euch das stört. Ich finde die aber sehr, sehr schick. Wie gesagt, Geschmackssache. Hinten auch nochmal so ein Spoiler mit so 2 kleinen Finlets. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal den Kofferraum an. Den würde ich euch jetzt aufmachen, sobald ihr den Spoiler angeschaut habt. Funktioniert hier. Und hier haben wir jetzt die gleiche Größe wie auch beim X3. 510 bis 1600 Liter ungefähr. Der einzige Unterschied ist, dass ihr jetzt hier unten beim doppelten Ladeboden eben nicht so viel Platz habt. Da habt ihr normalerweise hier auch nochmal so ein bisschen Platz beim X3. Sonst sind da keine Einbußen. Und, was ich sehr gut finde, ihr habt hier unten Platz, ein Ladekabel zu verstauen. Ich hole es jetzt mal raus. Da ist es. Hinten startet auch gerade ein Verbrenner. Wir zeigen euch die Ladekabel jetzt hier. Heißt, die könnt ihr hier jetzt sehr gut hinten verstauen und reinschieben. Und hier eben wieder zumachen. Ich lege es mal oben hin. Dann seht ihr das nämlich auch. Mache das jetzt hier mal rein. Was wir hier auch machen können, ist einerseits unseren Einkauf in so einen Haken reinspannen. Normalerweise beim X3 hatten wir das auf beiden Seiten, hier haben wir das jetzt leider nicht in dem Fall. Ein kleiner Kritikpunkt, ich hätte es gut gefunden, wenn man jetzt auf beiden Seiten eben so einen kleinen Haken hätte, womit man dann eben die Rückbank umklappen kann. Das mache ich für euch jetzt mal, dass ihr mal seht, wie viel Platz wir da hinten haben. So, und zweimal. Das ist schon echt gut, da könnt ihr jetzt auch irgendwie so eine Matratze reinhauen. Ich mache euch mal noch das Ladekabel hier weg, spanne mir das jetzt hier mal über die Schulter. Finde ich schon ziemlich schick, ist auch sehr gut verarbeitet. Ihr habt jetzt hier auch keine nervige Ladekante, steht mir eigentlich, oder? Habt keine nervige Ladekante, man kann jetzt hier einfach was reinheben. Nur die Anhängelast, die könnte ein bisschen höher sein, aber so ist es eben bei Elektroautos. Was wir jetzt als nächstes machen, ist hier hinten zu. Geht einfach auf diesen Knopf hier und wir gehen jetzt noch auf die Rückbank. Ich bin 1,64 Meter klein und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe und ob es irgendwie Platzeinbußen oder so im Vergleich zum X3 gibt. Kommt mit! Ja, hier hinten angekommen, seht ihr schon, nein, es gibt keine Platzeinbußen und ich habe sehr viel Platz, ich fühle mich auch sehr wohl und vor allem haben wir jetzt hier dieses Glasschiebe-Panoramadach, von dem ich euch erzählt habe und ist das nicht ein Träumchen? Total schön, wir machen das nachher auch, wenn es klappt, ich weiß noch nicht, ob ich das Auto starten darf, weil wir dürfen sie heute auch nicht fahren, noch auf. Sonst aber zu den Sitzen, es sind jetzt Ledersitze und ja, die Leute von BMW haben mir gesagt, sie arbeiten gerade daran, dass es jetzt hier auch Kunstledersitze gibt. Das finde ich sehr gut. Ihr habt jetzt hier sehr schmale Kopfstützen, könnt die hier jetzt auch so hochklappen. Heißt, ihr habt so, wenn ihr die runterklappt, einen besseren Blick nach hinten. So habt ihr auf jeden Fall eine bequemere Kopfstütze. Habt hier auch noch die Möglichkeit, nur das Mittelteil umzuklappen. Heißt, ihr könntet damit auch Skifahren gehen, auch wenn wir jetzt hier eben nur einen Heckantrieb haben. Übrigens, der Heckantrieb ist dadurch geschuldet, dass man einfach mehr Reichweite hat. Bei einem Allrad hätte man deutlich weniger. Sonst haben wir hier eine Mittelarmkonsole, können die jetzt hier auch noch aufmachen, 2 Cupholder, das finde ich sehr schön gelöst. Sieht auch ein bisschen anders aus wie bei dem X3, den ich euch vorgestellt habe. Hier vorne habt ihr noch 2 USB-C-Anschlüsse, Sitzheizung gibt es auch noch und hier eben noch eine Klimaautomatik. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal gemeinsam noch in die Tür. Hier steht jetzt das obligatorische X. Ich hätte jetzt hier ein I noch besser gefunden, wenn jetzt hier iX stehen würde. Hier dann ein schönes Element. Türöffner habt ihr hier auch noch, wieder dieses dunkle Leder und ein bisschen Hartplastik, aber sehr viel Platz, um Dinge zu verstauen. Als nächstes gehen wir jetzt gemeinsam vor. Ich weiß, vorne ist nicht der Motor, aber ich mache euch trotzdem mal die Motorhaube auf und dann erzähle ich euch noch was zu den Leistungsdaten hier. So, jetzt machen wir hier mal auf und es sieht sehr unspektakulär aus, aber ihr könnt jetzt hier euer Scheibenwischwasser auf jeden Fall nachfüllen, dann habt ihr das schon mal gesehen. Sonst kann man sich hier gar nicht so viel anschauen, aber die Abdeckung ist hier schon ziemlich schick. Und jetzt erzähle ich euch was zu dem Motor, der natürlich hinten sitzt und der hat jetzt 286 PS und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment, ist in 6,8 Sekunden auf 100, fährt von max 180 km/h. 460 Kilometer kommt ihr damit weit und soll einen Verbrauch haben von 18,5 Kilowattstunden. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist hier vorne zu.
drücken. Übrigens sehr schöne Farbe, finde ich, dieses dunkelblau mit den blauen Elementen. Wir gehen jetzt gemeinsam rein. Ich zeige euch noch den Innenraum, das Infotainment und anschließend gibt es so ein kleines Fazit und ich erzähle euch, was der jetzt so kostet. Kommt mit! Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum und den möchte ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Als allererstes machen wir jetzt hier mal gemeinsam das Dach auf. Das funktioniert hier. Ich drücke drauf und schaut euch das mal an, ein Träumchen. Ich muss auch draufbleiben, damit das ganz aufgeht, aber das ist schon ziemlich cool. Ihr habt jetzt hier ein halbes Cabrio zumindest. Von hinten könnt ihr auch schön hochschauen und das finde ich super gut und vor allem serienmäßig jetzt hier dabei. Hier haben wir die Impressive-Ausstattung, heißt, das ist die höchste Ausstattung, die ihr hier jetzt bekommt. Wir möchten euch auch zeigen, was ihr jetzt alles hier möglich machen könnt. Sitze schauen wir uns jetzt erstmal an. Das sind jetzt sehr sportliche Sitze hier mit den Seitenbacken, sehr weich gepolstert, geben aber bestimmt guten Seitenhalt. Ich habe ihn ja jetzt noch nicht fahren dürfen. Sonst sehr interessanter Sitz jetzt hier, vor allem hier mit den verschiedenen Elementen. Kopfstütze ist da hingegen sehr weich gepolstert. Schaut euch das mal an, wie da meine Finger reinsinken. Und ihr könnt auch die Kopfstütze hier in die Höhe verstellen. Falls ihr jetzt ein bisschen größer seid, könnt ihr es euch auf jeden Fall auch bequemer machen. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier vorne dann auch noch diese kleine Kissen nach vorne zu schieben, falls ihr längere Beine habt, was ich auch sehr cool finde. Schauen wir mal gemeinsam in die Tür und da haben wir jetzt ja wieder dieses dunkle Leder. Wir haben jetzt iX-spezifisch da oben dann dieses Blau, also es ist eine blaue Farbe, die es bei dem X3 nicht gibt. Türöffner ist relativ klein, findet man aber sehr schnell und vor allem habt ihr sehr viel Platz da vorne für 2 große Flaschen Wasser. Einstiegsleiste habt ihr jetzt auch, die ist auch beleuchtet im Dunkeln und ihr habt jetzt hier auch, weil das M-Sport-Paket ja serienmäßig ist, diese M-Fußmatten, die ich sehr schick finde, irgendwie zurückhaltend, aber trotzdem sehr sportlich. Hier haben wir dann auch noch so satinierte Innenfläche im Handschuhfach, sehr gut verarbeitet, geht jetzt hier auch einfach wieder zu. Hier oben überall Soft-Touch, hier auch dieses blaue Ambiente-Licht, was sich einmal durchzieht und sonst sieht es hier drin genauso aus wie auch im X3. Kleine Unterschiede gibt es aber, einerseits hier im Gangwallhebel, andererseits hier beim Start-Stopp-Knopf, heißt, hier habt ihr eben blau und hier an der Seite eben auch blau. Wir haben hier natürlich nur einen Gang, ist ja ein Elektroauto, heißt hier gibt es irgendwie nicht 8-Gang-Automatik oder sowas, sondern nur einen einzigen Gang. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass Jan mal reinkommt und ich zeige euch hier vorne alles. Und als allererstes, diesmal ist es schwieriger, wir haben nur eine Kamera, zeige ich euch die Einstellung des Lenkrads und schaut mal, das kann ich nach unten, nach oben und kann es zu mir oder auch ins Auto rein einstellen. Heißt, ich habe hier sehr schnell eine Sitzposition gefunden, sehr fleischiges Lenkrad, also BMW typisch, habe hier dann noch das M-Zeichen, Lenkradheizung gibt es hier auch optional und hier in der Mitte eben das BMW-Logo, das dann blau umrandet ist. Hier alles für die Assistenzsysteme, ihr habt ja alles für Teilautonomes Fahren Level 2, heißt ein Abstandsregeltempomat, ihr habt einen Limiter und ihr habt vor allem auch Spurhalteassistent. Seht ihr hier alles schon mal einen kleinen Überblick, könnt hier dann auch die Geschwindigkeit einstellen und hier habt ihr alles für die Anrufe bzw. eben auch für die Lautstärke. Was wir jetzt als nächstes machen, ist vielleicht noch da vorne kurz über das Cockpit sprechen und das kann man sich hier über den kleinen Knopf hier an der Seite einstellen und da seht ihr rechts davon dann, was sich alles ja ändern lässt. Und zwar habt ihr hier einmal die Reichweite, habt hier dann die Newtonmeter, eine Übersicht, habt hier noch ein G-Kraftmesser oder könnt auch eben die Medien reinspielen. Heißt, das da vorne ist genauso wie auch bei dem X3. Was wir aber als nächstes uns anschauen, ist da vorne das Infotainment-System und da gibt es natürlich auch ein paar Änderungen. Heißt, was ist besonders cool? Ihr könnt es einerseits per Touch steuern. So, ganz einfach. Hier habt ihr dann auch noch so ein paar Shortwahl-Punkte, könnt es aber auch hier mit diesem iToggle-Schalter benutzen. Und was ich cool finde, wenn man hier drauf drückt, wählt man und hier kann ich jetzt beispielsweise einfach suchen und schreiben vor allem. Kann ich aber auch löschen. Genau, wenn ich hier einmal rüberschiebe und so kann man eben super easy navigieren, kann jetzt hier auch einfach ja wieder zurück toggeln und ich finde diesen iDrive-Schalter wirklich genial, auf den könnte ich nicht verzichten, der ist sehr super. Hier habt ihr übrigens auch noch Knöpfe, falls ihr besonders schnell eben zu Media kommen möchtet, drückt ihr hier drauf, da habt ihr dann eben das Radio, falls ihr Home nochmal schnell anschauen wollt. Hier ist die Map übrigens, die funktioniert sehr schnell und ihr könnt jetzt hier mit dem iDrive-Schalter auch rein und raus ziehen. Navigation habt ihr dann auch hier drin, also es funktioniert wirklich alles sehr, sehr schnell. Und ein paar wichtige Sachen, die ich euch noch zeigen möchte, ist einerseits die Fahrinformation. Hier habt ihr die Energieflussanzeige, die kann ich euch nur leider nicht zeigen, weil wir gerade nicht fahren dürfen. Aber hier seht ihr auf jeden Fall den Akku und auch die Position des Akkus. Da hinten ist der Elektromotor, der dann die Hinterräder antreibt und hier habt ihr auch noch die aktuelle Reichweite. Wenn ich hier wieder zurück möchte, klicke ich hier einfach wieder drauf. Habe hier dann auch noch verschiedene Einstellungen zum Laden und Klimaplan, was sehr gut ist. Habe hier auch noch einen Abfahrtsplan bzw. eine Strombegrenzung, habe hier auch noch andere verschiedene Einstellungen.
Und wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, habe ich auch verschiedene Apps und ich mag diese Ansicht bei BMW mit den ganzen Apps. Also es ist wirklich relativ einfach, das zu verstehen. Und was jetzt besonders ist, ist beispielsweise, dass ihr hier die My BMW App habt. Oder wenn ich jetzt hier runtergehe, habt ihr hier auch News, einen Laptimer, also wirklich alles, was man eigentlich so braucht. Das ist schon sehr interessant. Und ja, Informationen, Wetter, also es ist hier auch wirklich angebunden an das Internet. Wenn ich hier zurück möchte, einfach immer wieder auf Back. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, findet ihr hier vorne. Und zwar habt ihr hier noch verschiedene Einstellungen. Habt ihr den Fahrmodus, den ihr einstellen könnt. Und hier gibt es verschiedene Rekuperationsstufen. Die gibt es in Adaptiv, Hoch, Mittel oder Niedrig. Adaptiv bedeutet, wenn ihr gleichzeitig auch noch die Navigation anhabt, dass das System dann topografische Daten vom Vordermann beispielsweise, wie weit man von ihm weg ist oder ob eine Kreuzung kommt, nimmt und darauf hingehend eben die Rekuperation anpasst. Wenn ihr sie manuell einstellen wollt, könnt ihr das hier vorne machen oder ihr könnt es auch hier am Gangballhebel machen. Heißt, ihr habt jetzt hier eben D, wenn ihr ganz normal fahrt, oder wenn man rüber in B gibt, hat man hier eben die hohe Rekuperation, die ihr auch selbst hier vorne einstellen könnt. Ich würde euch aber immer empfehlen, hier immer adaptiv zu fahren. Übrigens eine Sache, die ich euch noch erzählen wollte, was ganz interessant ist: Der iX3 ist jetzt 30% besser im ökologischen Fußabdruck als beispielsweise der X30D, wenn man den ganzen Lebenszyklus anguckt. Wenn man gemischten Strom dafür benutzt, wenn man sogar ökologischen Strom dafür benutzt, soll er 63% besser sein. Das ist zumindest das Versprechen von BMW. Hört sich für mich sehr gut an. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam rausgehen. Dann erzähle ich euch noch, was er kostet und welche Förderung ihr bekommt. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit. Ein bisschen schade, ich hätte euch den iX3 natürlich auch sehr gerne dynamisch vorgestellt. Heute leider nur statisch. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich wollte ihn euch einfach so ein bisschen zeigen und vor allem auch zeigen, was sich jetzt am Facelift verändert hat. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn jetzt so findet. Ist er gelungen oder eher nicht? Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, ihn bald fahren zu dürfen. Seit September läuft jetzt die Produktion. Ende des Jahres 2021 wird er dann auf den Markt kommen. Wie lang die Lieferzeit aktuell ist, weiß ich leider noch nicht. Da müsstet ihr bei eurem Händler nachfragen, aber jetzt erstmal zu meinem Feedback. Und ich finde, wenn man jetzt die rein technischen Daten anschaut, dass die Ladezeiten sehr gut sind. 11 kW, 7,5 Stunden, beziehungsweise eben bis 150 kW DC laden. Das ist vergleichbar mit anderen Konkurrenten. Ich hätte mir jetzt vielleicht noch die 22 kW Lademöglichkeit gewünscht, vor allem wenn man unterwegs ist, hat man da eben des Öfteren ja auch die Möglichkeit. Sonst mag ich den Innenraum sehr gerne, es ist sehr innovativ. Wir haben jetzt hier eine höhere Serienausstattung und da kommen wir auch schon zum Preis, denn der ist jetzt ein bisschen höher als im Vergleich zum Vorgänger bzw. zum Vor-Facelift. Der beginnt jetzt bei 67.000 €, heißt, ihr bekommt hier keine Förderung von 10.000 €, sondern nur von 7.500 € und auch keine Dienstwagensteuer von 0,25%, sondern nur von 0,5%. Ich finde aber trotzdem, dass ihr hier sehr viel für den Preis bekommt und schaut daher auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Freunde!